Heute zeige ich dir, wie du so eine Dreiecktasche nähst. Make a Mouth Sewing. Nähen mit der Maus. Dort passen zum Beispiel Stifte oder auch Zahnpasta und Zahnbürste hinein. Das Schnittmuster findest du auf meiner Webseite, die ich dir unten in der Beschreibung verlinke. Als Stoff empfehle ich dir festen Stoff, wie zum Beispiel Canvas, Jeans oder verstärkte Baumwolle. Für die Dreieckstasche benötigst du zweimal die Innenteile gespiegelt und einmal das Außenteil. Verstärke dieses, wenn der Stoff sonst zu wenig Stand hat. Außerdem brauchst du noch einen 22 cm langen Reißverschluss oder länger. Stecke das Außenteil rechts auf rechts mittig auf den Reißverschluss. Und nähe es dann hier mit 1 cm Nahtzugabe an. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Am Schieber angekommen, steche ich die Nadel in den Stoff, hebe das Füßchen und ziehe den Schieber nach hinten. Senke wieder das Füßchen und nähe weiter. Jetzt stecke ich das Innenteil rechts auf die Rückseite des Reißverschlusses. Das Innen- und Außenteil sollten dabei bündig aufeinander liegen. Nähe es dann wieder mit 1 cm Nahtzugabe an. Beim Zusammennähen nähst du auf der Naht vom Außenteil. Bügle die Nähte flach. Die Nahtzugabe wird anschließend an die Innenseite knappkantig angenäht. Hier sieht man das mit dem Reißverschluss nach hinten schieben besser. So sieht das dann angenäht aus. Jetzt nähe ich die andere Seite an den Reißverschluss. Dazu stecke ich die Außenseite wieder rechts auf den Reißverschluss und schaue dabei, dass die Anfänge der beiden Seiten bündig angenäht werden. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe genauso wie auf der anderen Seite an. Dann stecke ich auch die Innenseite bündig fest und nähe sie wieder an. Die Nahtzugabe nähe ich wieder an die Innenseite. Als nächstes werden die Seiten der Außenseite und Innenseite rechts auf rechts zusammengesteckt. Achte beim Reißverschluss darauf, dass dieser bündig aufeinander liegt und er in Richtung Innenteil gebogen wird. Um ein noch besseres Ergebnis zu bekommen, kannst du auch eine Nadel anstelle der Klammer verwenden. Der Reißverschluss muss beim Nähen geöffnet sein.
Nähe dann die Seiten und die Mitte der Innenseite mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Lasse dabei eine Wendeöffnung offen. Verriegle bei Wendeöffnungen immer den Nahtanfang und das Nahtende. Beim Reißverschluss angekommen, nähst du ganz langsam über den Reißverschluss. Benutze auch gern das Handrad, wenn du dir unsicher bist. An der Spitze angekommen, stichst du die Nadel ein, hebst das Füßchen, drehst den Stoff, senkst das Füßchen und nähst weiter. Ziehe die 4 Ecken auseinander und stecke sie fest. Dabei werden die Nahtzugaben auseinandergedrückt. Nähe die Ecken mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Verriegle dabei den Nahtanfang und das Nahtende. Schneide dann den überstehenden Reißverschluss ab. An den dicken Stellen kannst du die Ecken im Nahtzugabenbereich zurückschneiden. Die Nahtzugaben kannst du auch an allen anderen Stellen zurückschneiden, außer an der Wendeöffnung. An der Ecke muss bis kurz vor der Naht eingeschnitten werden. Drehe das Täschchen auf rechts. Forme dabei die Ecken schön aus. Jetzt muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Das könnt ihr mit der Nähmaschine machen oder per Hand. Fertig ist das Täschchen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch noch einen Daumen nach oben, kommentiere das Video und abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Tschüss!